Ja, und schon wieder komplett umzingelt. Und damit herzlich willkommen zurück in Namibia. Heute geht es zum Home of Good Hope. Das ist eine Suppenküche. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Jetzt erstmal gucken, dass wir frühstücken. Okay. Also auf geht's zum Home of Good Hope. So, hier sind wir also am Home of Good Hope. Hey! Wie ihr wahrscheinlich jetzt sehr unschwer erkennen könnt, eine völlig andere Welt als, klar, einerseits Europa, aber als auch unsere Gegend, wo wir wohnen. Wir haben einen Pool da, wo wir jetzt hier wohnen. Und das ist ein paar Minuten entfernt von hier, wo ich inmitten von den Blechhütten stehe, die man gefühlt überall immer im Fernsehen sieht. Und auf einmal stehe ich mittendrin. Das macht was mit einem. Monika hat uns gerade ein bisschen was von der Geschichte vom Home of Good Hope erzählt. Das ist eine packende Geschichte, wie ich finde. Ich gucke mal, ob ich aus dem, was sie gesagt hat, weil das waren irgendwie 10 Minuten. Look, I'm filming myself. Es waren irgendwie 10 Minuten, die sie geredet hat. Und ich gucke, ob ich das alles in ein eigenes Video packe. Ansonsten lasst mich euch kurz das Wichtigste zusammenfassen. Sie hat uns erzählt, dass ihre Tochter, als diese 16 war, an HIV erkrankt ist und dann auch recht schnell an den Folgen von HIV verstorben ist. Ziemlich plötzlich. Monika wusste nicht mal, dass sie einen Freund hat oder so. Und daraufhin hat sie dann beschlossen, was für die Kinder zu tun hier. Auch insbesondere für die HIV-erkrankten Kinder. Das war am Anfang ein Ort für 40 HIV-erkrankte Kinder, die hier eben Essen bekommen haben und sich aufhalten konnten, und ist jetzt größer geworden, sodass wir es heute wieder mit 600 bis 800 Kindern rechnen, die wir hier bespeisen werden. Ziemlich nahegehend finde ich die Geschichte und auch was daraus geworden ist. Das Home of Good Hope versucht nämlich gerade zu wachsen. Die haben schon genug Geld und Material für ein richtiges Haus, nicht so eine Wellblechhütte wie hier. Aber die Regierung kriegt es irgendwie nicht hin, denen Land zu geben. Überhaupt kriegen die wohl keine Unterstützung von der Regierung. Monika hat uns erzählt, dass sie es am Anfang noch relativ selbstständig finanziert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann aber die Kosten ein bisschen zu groß wurden, sodass sie angefangen hat, in Ländern wie Schweden oder anderen europäischen Ländern nach Spenden zu fragen. Das läuft wohl inzwischen relativ gut, sodass hier viel Essen gekauft werden kann. Und sogar darüber hinaus werden jetzt Stoffe gekauft, aus denen dann andere Eltern Schuluniformen schneidern, sodass diese einerseits noch günstiger sind, andererseits auch die Leute, die so schneidern, sogar Arbeit kriegen und so eigenes Geld verdienen können. Also so eine richtige Entwicklungshilfe hier. Und das ist vielleicht auch das, wo dieses Video hingehen soll, dass ich euch unten in die Infobox ein paar Links stecke. Einmal von der NGO Home of Good Hope, wo nochmal die ganze Geschichte ein bisschen genauer erklärt ist, wo man ein bisschen spenden kann. Weil, wie gesagt, das hier ist ein wirklich fantastischer Ort und auf jeden Fall eine Spende wert oder mehrere, wenn man das ausrichten kann. Ich glaube, jetzt geht es gleich los mit den Schulkindern, deswegen helfe ich mal wieder ein bisschen Essen austeilen.
Ciao.